Echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Warum passt das denn jetzt nicht? Hey Leute, willkommen wieder zurück zur zweiten Folge der Master-Serie. Heute geht es darum, wie ich das Rohmodell bearbeite und die Vorarbeiten mache, damit wir es dann auch bemalen können. Wie euch auffallen sollte, habe ich überall schon Magnete eingesetzt. Das zeige ich euch jetzt hier nicht, das könnt ihr aber, wenn ihr wollt, hier nochmal nachschauen. Als erstes klebe ich alle Parts zusammen, die zusammengeklebt werden sollen. Das waren aber nicht besonders viele und somit geht's schon ans Eingemachte. Und wahrscheinlich denkt ihr jetzt, was zum Teufel macht er jetzt denn schon wieder? Ich reiße das komplette Innenleben vom Modell raus. Naja, nicht das komplette, aber auf alle Fälle ganz schön viel davon. Warum? Das versuche ich euch jetzt zu erklären, in der Zeit, wo ihr seht, wie ich alles hier auseinanderreiße. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich den Hulk noch Licht verpasse. Also ich habe mir das so gedacht, dort wo die Beleuchtung der Säulen sind, da möchte ich richtiges Licht rein haben. Der Gedanke ist, von der großen Säule dann mit den Kabeln quer über die obere Base hindurchzugehen und dann an der kleinen Säule mit der Beleuchtung rauszukommen. An dieser kleinen Säule mit der Beleuchtung, ungefähr hier, möchte ich einen Stromanschluss ranmachen, damit wir ein Netzteil anschließen können. Als Leuchtmittel werde ich 12 Volt Dioden dafür verwenden. Und deshalb nehme ich auch das ganze Innenleben raus, damit ich auch genug Platz habe für die ganze Kabellage davon. Auf alle Fälle macht das jede Menge Dreck. Ich habe mir gedacht, dass ich euch an einem Modellstück zeige, was ich alles mache, damit das Modell komplett fertig ist und wir es danach nur noch grundieren müssen und danach anfangen können zu bemalen. Um euch das zu zeigen, habe ich mich für ein Stück der langen Säule entschieden. Falls ihr gerade ein bisschen aufgepasst habt, habt ihr auch gesehen, dass ich schon ein Loch drin habe. Das ist leider passiert, als ich das Innenleben rausnehmen wollte. Dann ist das eine Stück abgebrochen. Aber ich zeige euch auch gleich, wie ich das wieder verschließe, so dass man im Nachhinein auch nichts mehr sieht. Zu Anfang benutze ich immer ein Skalpell und entferne alle Reste der Stützen vom Modell. Das ist manchmal ein bisschen tricky, da muss man genau gucken, weil viele sind echt versteckt und so. Am besten das Modell 2- oder 3-mal sich anschauen, bis man alle weg hat. Der nächste Step ist, dieses abgebrochene Stück von der Außenwand wieder zu versiegeln. Dafür nehme ich UV-Paste und benutze einen Zahnstocher oder meinen Finger, um das in dem Loch zu verschmieren, und dann nehme ich eine UV-Taschenlampe und verhärte das Ganze. Das mache ich dann so lange, bis das Loch komplett versiegelt ist. Falls ihr zum ersten Mal zuschauen solltet und nicht wisst, wie man mit UV-Paste umgeht, dann könnt ihr auch gerne mein letztes Video euch hier anschauen. Da zeige ich euch, wie man damit umgeht. Und ich zeige euch sogar, wie man sich zu Hause selber eine UV-Paste mit normalen Hausmitteln zusammenstellen kann. Der nächste Step ist einfach, ich schleife einfach grob alles mit meinem Schleifgerät sauber. Und danach gehe ich mit 240er Schleifpapier und schleife nochmal alle Stellen, wo ich mit meinem Gerät nicht rankam, sauber. Nichtsdestotrotz gibt es Stellen von den Stützen, wo ihr so kleine Krater im Modell habt. Dafür benutze ich, wie ihr hier gerade seht, mein Resin, verschmiere es auf den Stellen, verhärte es dann mit meiner UV-Taschenlampe und gehe dann im Nachgang nochmal mit 240er Schleifpapier rüber, so dass alles super glatt ist und man nichts mehr sieht. Da kommen wir mal zum Stück, was mich echt genervt hat. Die Base ist ja in 2 Parts aufgeteilt, das obere und das untere. Das untere Stück, das wollte ich jetzt nun zusammenkleben, weil da muss ich nicht viel machen, außer ausbessern und dann grundieren. So dachte ich anfangs. Als ich es zusammengeklebt habe, habe ich gesehen, dass das Ding komplett schief ist. Der Spalt war einfach viel zu groß, um das auszubessern. Also blieb mir nichts anderes übrig, als das Teil neu zu drucken. Hier zeige ich euch nochmal kurz die Unterschiede und ich glaube, aus der Perspektive kann man besser sehen, wie groß der Spalt ist. Sowas kann mit Resin immer passieren, wenn die Modellstücke zu groß werden, dann verformt sich das.
Warum das so ist, kann ich euch nicht beantworten. Ich glaube, das ist ein Mysterium oder so. Keine Ahnung. Manchmal passiert's, manchmal nicht. In diesem Fall musste ich die komplette Base nochmal neu drucken. Dieses Mal aber habe ich keinen Resin-Drucker verwendet, sondern einen FDM-Drucker. Und wie ihr gesehen habt, war das Teil im perfekten Zustand. Hier zeige ich euch den oberen Part der Base und teste nochmal genau nach, ob überall genug Platz ist, damit ich meine Kabel da durchführen kann, bevor ich dann die ganzen Stücke zusammenklebe. Die Dioden, die ich dafür verwende, könnt ihr schon fertig gelötet kaufen. Ich verlinke euch das Ganze dann unten. Ihr müsst die Kabel dann nur verlängern, weil ich glaube, die Kabel davon sind nur 20 cm lang. Um durch die einzelnen Stücke der Säule zu kommen, habe ich vorher erstmal einen Draht durchgesteckt und dann habe ich die Kabel mit Kreppband an dem Draht befestigt und habe sie durchgezogen. Ansonsten wird es ganz schwer, sie da durchzukriegen. Dann musste ich nur noch alle zusammenkleben und fertig ist die Säule. Nun kommen wir zum Gegenpart, zu der abgebrochenen Säule. Da habe ich mir gedacht, dass ich ein Stück hier ausschneide, weil wir brauchen hier auch den Platz, um alles zu verdrahten da drinnen. Dafür habe ich als erstes meinen kleinen Dremel verwendet, aber der hatte leider nicht genug Power, dementsprechend musste ich dann meinen großen dafür verwenden. Nachdem ich das Stück ausgeschnitten hatte, habe ich mit einer Spitzzange das ganze Innenleben erstmal entfernt. Und natürlich habe ich auch den Bohrer dann dafür verwendet, das zeige ich euch aber hier nicht. Als nächstes habe ich dann den Durchmesser vom Loch für den Netzadapter angezeichnet und habe das dann mit meinem Dremel ausgeschnitten, bis ich den Adapter da durchbekommen habe. Also wenn alles nach Plan läuft, wird man im Nachhinein nichts mehr dann sehen. Außer den Netzadapter, wo der Netzstecker reinkommt. Und ansonsten sieht man keine Kabellage. Nachdem ich dann alles fertig hatte, ging es darum, die große Base fertig zu machen. Das bedeutet, alle Teile zusammenzukleben und die ganzen Spalten, die in dem Modell vorhanden sind, neu zu modellieren. Und solange ihr euch das gerade anschaut, möchte ich euch noch so ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln. Ich habe jetzt natürlich sehr viele Sachen weggelassen. In den meisten Fällen ist das so, wenn ihr die Vorarbeiten geleistet habt, dann grundiert ihr das Ganze. Und wenn ihr es grundiert habt, mit der Farbe eurer Wahl, dann seht ihr noch Unreinheiten oder irgendwelche Stellen, die nicht in Ordnung sind. Und bei diesen Stellen müsst ihr den Prozess dann nochmal wiederholen. Wenn ihr die Modelle perfekt haben wollt, in einem perfekten Zustand, müsst ihr das meistens locker nochmal 1-2 Mal wiederholen. Nur damit ihr ein Gefühl habt, wie lange die Vorarbeiten jetzt für diese Statue gedauert haben, das waren so circa 30 Stunden, ungefähr, die ich mit Schleifen, Modellieren, Ausbessern verbracht habe. Und wie gesagt, es ist zwar ein sehr langweiliges Thema zum Zeigen, aber es ist ultra wichtig, dass man da viel Zeit reinsteckt und das auch richtig macht, weil dann wird das Modell umso besser zum Schluss. So, wir haben es geschafft. Wir haben das Modell geschliffen, alle Unebenheiten beseitigt und die Elektrik, die funktioniert auch. Und ich habe den Kerl schon mal grundiert. Im Grunde genommen können wir jetzt zum spaßigen Teil übergehen, dem Bemalen. Aber erst in Folge 3. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich ganz herzlich und wie immer, bis zum nächsten Mal.